Grüezi und herzlich willkommen in Paris, der Stadt der Liebe an der Seine. Und wenn wir schon im Dezember in Paris sind, dann sind die Weihnachtsmärkte nicht weit. Starten wir gleich zuerst auf der Avenue des Champs-Élysées. Auch wenn wir Bilder vom Eiffelturm, Triumphbogen, Sacré-Cœur, Place de la Concorde oder der Kathedrale Notre Dame kennen, nochmals ein Blick darauf wollen wir uns sicher gönnen. Der Place de la Concorde beeindruckt nicht nur durch seine Größe von 8 Hektaren, die ihn zum größten Platz von Paris macht. Der Obelisk von Luxor in seiner Mitte gilt mit 33 Jahrhunderten als das älteste Monument von Paris und schildert auf seinen 4 Seiten die Geschichte von Ramses II. Während der Französischen Revolution stand hier übrigens die Guillotine, die exakt 1119 Köpfe vom Körper trennte. Vor dem Trocadero-Platz wurde am 3. November 2023 ein riesiges Tunnelbohrmaschinenrad installiert. Das Bohrrad dient allerdings nur als Vorschau auf die Ausstellung gleich nebenan im Museum Cité de l'Architecture, die der U-Bahn im Großraum Paris gewidmet ist und wird bereits Ende Dezember wieder abmontiert. Der Palais de Chaillot beherbergt Museen für Architektur, Marine und Völkerkunde sowie das Pariser Aquarium. Und er bietet oberhalb von Brunnen und Gärten einen majestätischen Blick auf den Eiffelturm. Paris überquillt von geschichtlich bedeutenden Bauwerken und Monumenten. Das Leben aber wird der Stadt von der Seine eingehaucht. Der Fluss beruhigt die Stadt und macht sie erst richtig romantisch. Der Pont Neuf, auf deren Brückenmitte die Reiterstatue Heinrich IV. Steht, ist die älteste im Originalzustand erhaltene Brücke über die Seine. Am rechten Ufer der Seine befindet sich am Brückenende das nach dem ehemaligen Pumpturm benannte frühere Warenhaus La Samaritaine.
Seit dem Brand der Kathedrale Notre-Dame de Paris am 15. April 2019 ist das Gebäude für die Öffentlichkeit geschlossen. Zugenommen hat die Möglichkeit, fast wie in jeder Stadt, Fahrräder günstig und einfach zu mieten. Übrigens, die Luft in Paris ist viel besser geworden. Man kann darüber philosophieren, welche Maßnahmen und wie viel sie dazu beigetragen haben. Diese beiden haben sich oberhalb dieses Geschäftes wohl den richtigen Platz ausgesucht. Ja, und der richtige Platz für jene, die das ursprüngliche Paris suchen, ist sicherlich das Quartier Latin. Viele gemütliche Bistros, Bücherläden und kleine Geschäfte laden hier zum Flanieren ein. Einiges lebhafter geht es im Quartier des Halles zu. Zudem tummeln sich hier viele Touristen, nicht zuletzt der Einkaufsmöglichkeiten wegen und dem Centre Georges Pompidou, das gleich nebenan liegt. Das Centre Pompidou trägt aufgrund ihres Aussehens den Spitznamen Notre-Dame de la Tuyauterie, also unsere liebe Frau vom Pfeifenwerk. Auf dem Place de la Bastille steht die Julisäule. Hier begann die französische Revolution mit der Erstürmung der Bastille, übrigens das damalige Staatsgefängnis in Paris, die dann zwischen dem 14. Juli 1789 und dem 14. Juli 1790 zerstört wurde. Die Opéra Garnier, auch Palais Garnier genannt, ist eines der zwei Pariser Opernhäuser, die der staatlichen Institution Opéra Nationale de Paris unterstehen. Die großen Kaufhäuser am Boulevard Haussmann, so zum Beispiel Galerie Lafayette und Printemps, locken tausende Kaufwillige in ihre weihnachtlich geschmückten Räume. Wenn man die Seine als das Herz von Paris bezeichnen möchte, so kann man die Metro als deren Blutbahnen benennen. Vom frühen Morgen bis kurz nach Mitternacht sind die Stationen geöffnet und lassen die Stadt kaum zur Ruhe kommen. Allmählich werden die Stationen modernisiert und sicherer gemacht. Die vielen Züge garantieren ein zügiges Vorwärtskommen in der Stadt. Digitale Anzeigen informieren über die Abfahrten der nächsten 2 Züge und so weiter. Der Louvre ist das meistbesuchte Museum weltweit. Im 13. Jahrhundert diente dieses Gebäude zunächst als Festung, dann als königliche Residenz. Im Jahr 1793 wurde der Palast in ein Museum umgebaut. Ja, und hier beim Louvre, genauer im Jardin des Tuileries, befindet sich einer der größten Weihnachtsmärkte von Paris.
Okay, bei Tag fehlt zwar die weihnachtliche Beleuchtung, doch ist der Markt um einiges einfacher zu besuchen als gegen Abend. Doch was machen jene Pariser, die kein Interesse am Weihnachtsmarkt haben? Ja, da gibt es einiges, zum Beispiel Bull. Bull kann entweder zu 2, zu 4 oder zu 6 gespielt werden. Oder sie treiben Sport. Die Bewohner von Paris sind auch sportlicher geworden, wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache der sich allmählich besser werdenden Luftqualität. Doch nach wie vor sind die Bistros und Brasserien die Lieblingsorte der Bewohner von Paris, allerdings auch die der Touristen. Aber auf jeden Fall sind die Bistros sehr gemütlich. Aber auch die Kaufhäuser wie hier, das La Samaritaine, scheinen eine magnetische Wirkung auf die potenzielle Käuferschaft entwickelt zu haben. Wir sind zwar am Schluss des Films angelangt, aber noch nicht ganz am Ende. Vorenthalten möchte ich dir nicht noch einige Eindrücke von 2 kleinen Weihnachtsmärkten. Dies zum einen der Weihnachtsmarkt bei der Notre Dame, zum anderen der Weihnachtsmarkt am Eiffelturm, klein aber fein. Und beide mit einer perfekten Kulisse im Hintergrund. Ich danke dir ganz herzlich fürs Dabeisein hier in Paris. Auf meinem Kanal sehen wir uns schon bald wieder. Bleib einfach dabei und das Wichtigste, bleib munter.